Hola, was geht, was geht, was geht? Neues Video und sogar eine relativ schnelle Reaction, würde ich mal sagen, nämlich Reverse 2026 Noise Controllers vs. Wildstyles. Holy shit. Also das kann nur mega geil werden. Auf der anderen Seite, ihr hört es vielleicht ein bisschen, meine Stimme kackt langsam ab, ich werde wieder krank oder bin krank. Wenn ihr das seht, war ich wahrscheinlich gerade auf dem, ja, es kommt Sonntag, gestern war ich dann auf dem Hardfest in Enschede. Kann sein, dass ich dann noch mehr abkack. Aber ja, das ist alles Zukunftsmusik. Falls ich nicht so viel reden sollte, wisst ihr warum und warum ich mich so anhöre, bla 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 bla. Ne? Aber jetzt gehen wir rein, 1 Stunde lang. Ich hoffe, ich halte es durch. Let's fucking go. Drawn by a beating pulse, two currents of energy rise from this newborn realm, reaching through an endless universe of emptiness. Light and Krass, wie viele Plätze da offen sind, ne? Links und rechts. Colliding with an immense force. Aber mit sowas kriegst du mich halt, ne? Frequency erupts. Da bin ich halt ein bisschen Tomorrowland gestört von damals, wo der ganze EDM-Shit für mich angefangen hat. Aber diese Stimme, dieses geile, epische, fast No longer separate, fantasiemäßige, but one bound by destiny. plus diese Bilder, plus diese geile Licht. Die Shit, ey. Gerade auch, dass du hier oben so eine ganze Leinwand hast, ne? Leindecke. Boah! Unite your strength with Noise Controllers. Noise Controllers versus Wild Styles. What? Wir fangen mit dem Song an? Gut. Okay. Okay. Oh, okay. Holy shit, Mann. Holy shit, Mann. Also so kannst du auf jeden Fall anfangen, ey. Hilf mir her. Aber ich finde alleine diese Kombi einfach schon so krass, ne? Noise Controllers, Wildstyles, du weißt, es kommen nur Banger. Ich finde auch so geil, wenn das kommt, ne? Guckt euch das an, das meinte ich nämlich mit diesem Fantasie-Shit. Das ist so, das ist eine andere Welt. Structures, overpowering creatures, technological elements, trashed surroundings, and absurd features. Absurd. This is a world not seen before. A world only existing in books and tales. A world where the insane have the truth. A place of freaks and a kingdom of maniacs. This is the world we know best. The world of madness. Where my weekend warriors at? Belgium, wherever where you from? Reverse! Boah, geil. Da kommst du auch mit einem Open-Air-Festival halt nicht mit, ne? Weil in der Halle ballert das halt nochmal so krasser, glaube ich, von dem Sound her. Also von dem Crowd-Sound her. Ist auch geil, wie die Namen hier unten fast gar nicht hinpassen. Noise Controllers vs. Wildstyles.
Ich sag aber ganz ehrlich, ne, das erfüllt mich gerade so, das weiß ich nicht. Ich bin ja gar nicht so lange in dem Hardstyle-Game drin, aber dieser Song ist für mich so ein geiler alter Schinken, sag ich mal. Delete. Und ich fühle so ein bisschen Nostalgie einfach. You live in a fabricated world. Regulated by complex laws, controlled by national governments. Governments restrained by international authorities, watched by enforcers that are controlled. Ist aber eine coole Stage, also Real Talk, das sieht so cool aus. Are also controlled. We see you. Control, Alt, Delete. Put Delete. those hands together. Come on. We gotta salute big boys in the business. Wall stars, noise controllers. Nennt man die Big Boys oder nennt man die Legends? Das ist die große Frage hier. Aber eigentlich gibt es da gar keine Frage, keine Debatte. Who is in control? Who is in control? Who is? In control. Ich finde halt so geil, ne? Diese ältere Generation oder wie nennt man das? Control. Die ältere Ära, irgendwie so. Ich glaube, ältere Ära kann man durchgehen lassen. Ich finde die halt so geil, weil du halt so ein geiles Tempo und so geile Kicks hast, die einfach so dich schon anregen, dieses rhythmische Springen mitzumachen, ne? Dieses rhythmische Tanzen. Auch wenn es eigentlich nur Springen ist. Und ein bisschen die Arme nach vorne und nach hinten. Yeah, this is gonna be a YouTube moment. YouTube? Hi YouTube. Wait a minute, here comes the sound. Put this on YouTube, show them how we go down. Also Euphoric Style wird auch immer in meinem Herzen sein, ne? Und dann ganz fetten Platz haben, ey. You know where that shit is coming from. Hold up. Wait a minute, here comes the sound. Put this on YouTube, show them how we go down. Nothing is what it seems. We have to jump. Everybody jump up now. Dieser Song, ey. Der Song, der ist auch größer als, keine Ahnung was, Alter vielleicht sein sollte. So krass, wie das auch so eine Hymne einfach geworden ist, ne? Ich finde das aber auch immer geil zu sehen, ne? Ob das Villain ist oder die ganzen anderen Ansager da.
dass du auch siehst, dass sie dahinter gehen und nochmal eben gucken, was kommt gleich für ein Track und sich so vielleicht kleine Notizen machen oder so. Finde ich geil. Also was heißt Notizen, aber so im Kopf halt eben denken, was könnte man sagen? Here we go. You. Our time is limited. Top it us with every move in your body tonight. Come on. Come on. We have to jump. Genau so muss es aussehen, ey. Und das finde ich halt auch irgendwie so das Geile oder noch geiler an Euphoric einfach. Ich finde, du siehst noch mehr dieses Glückliche in den Menschen bei dieser Musik einfach. So bei den neueren Sachen ist das einfach immer so, okay, der nächste Drop, die nächsten Kicks, die total ballern. Auch wenn viele da einfach mitmachen. Aber und bei Euphoric hast du viel mehr, dass die Leute viel glücklicher aussehen, viel mehr mittanzen und so. Oh, Junge, überleg dir das mal, die ersten 11 Minuten und die spielen solche Banger. Oh, den will ich unbedingt einmal live hören, ey, den Track, ey. Ich muss wirklich sagen, ne, die Laser und so ist schon eine leichte Übertreibung, aber sieht halt so geil auch aus. Boah. Now you say. This is what we love and can't stop loving. Representing the hardest styles of dance music. And if you don't like this, we got one fucking thing to tell you right now. Back off, back off. Wow, ey. Boah, ich finde, das kriegt doch mal eine extra geile Schönheit, ne? Ich bin ja sowieso schon immer verliebt in diese ganzen Lichtereffekte und sowas, ne? Aber, ey, mit dieser Mucke... Revolution will not be televised. The revolution is here. Ich habe das Gefühl, gar nicht aufhören zu lächeln, ne? Yeah. Ist das geil. Yeah, check it. Yeah, check it. You.
Das finde ich immer so ein bisschen komisch, ne? Wenn dieses You kommt und der Track einfach nicht runtergedreht wird. Das ist so crazy, wie diese ganze Stimmung auf einmal umgekippt ist, jetzt nicht, ne, aber einfach umgeändert wurde. Nur durch dieses rote Licht, ne, und diese Kicks. Holy shit, Mann. Hey, ich liebe sowas zu sehen, ne? Wenn die Leute dazu wirklich dancen, ey. Und es ist auch so krass zu sehen, wie unterschiedlich die Menschen immer wieder tanzen. Ich weiß, ich sage es immer wieder, aber ich finde es halt geil. Und wenn du dann auch noch siehst, wenn dann Leute richtig gut tanzen können, ne? Gerade dieses Jump-Style oder so. Wo du dir denkst, Bruder, Junge, was macht ihr da? Ist das geil. You notice All my life, I've had doubts about who I am, where I belong. Now, I'm like the arrow that springs from the bow. No hesitation, no doubts. The path is clear. let's get loud tonight. And now for my next number, I'd like to return to the classics. Perhaps Ja, das sind ja nicht ganz Zeit famous Classics, ne? in all the world of music. Wo kam denn der Übergang her? Ja, überleg mal, wie viele geile Banger das sind, ne? Jetzt schon.
holt mich halt wirklich auf die Stage, ne? Dieses futuristische so. Und dann diese Hände, weiß ich nicht, die irgendwas geben die mir. Die kommen da mega cool, finde ich. Holy shit, Mann. Auch wie das Reverse. Ich finde diese Schriftart und so von dem Reverse mega geil. Sticht so geil da raus. Da wüsste ich auch gern mal so die Hintergeschichte, ne? Ob das einfach irgendwann angefangen hat. Mit diesem Hey Ho. Oder ob da irgendwie was passiert ist. Weil das hörst du einfach auf jedem Festival, das ist so geil. Boah, was ist das denn da hinten? Das sieht ja mega geil aus. Hilfe. Ist aber auch geil, wie laut die Crowd ist, ne? Ich meine, wenn es die Musik leiser gemacht wird, denkst du, ey, die ist ja gar nicht so laut. Aber ab und zu hörst du die in diesen Elementen auch. Das ist halt so geil. Hey, die Römer sind auch da. Habt ihr die gesehen? Geil. Oh, jetzt sind sie nicht mehr zu sehen, schade. Aber die Römer von Asterix und Obelix, ich komme nicht klar. Geil. Oh, einer meiner Lieblingskinderserien, muss ich ehrlich sagen. Kann ich mir heute immer noch so oft angucken, ne? Ist einfach mein dummer Humor irgendwo. The moments that you love to hate me and you hate you love me so. Because everything simple gets complicated when we don't talk no more. You and I understand that you feel this way, and I'm sorry for my actions, but I can't turn back the fucking time, and I can't get it out of my mind. I wish life was like just as easy. Guckt euch das an, ey. Das ist so anderes. Ich finde ein anderes Level von geil. Ist natürlich aber auch, weil du das wirklich Legendenhits sind, die ja schon ewig alt sind, gefühlt, ne? Aber zu sehen, wie die alle gefühlt am Tanzen sind, gefühlt alle am Mitsingen und dann diese Bilder. Da geht mir wirklich das Herz auf, ne? Ich feiere sowas. Wie ihr ja unschwer wisst. Oder erkannt habt die letzten Jahre, dieses Jahr. Holy shit, Mann. Boah. Aber davon bin ich viel mehr so ein Fan, ne? Wenn du natürlich so viele Lichter hast, aber auch die Decke so mit einnimmst. Auch wenn es jetzt nicht in der ganzen Halle ist. Aber so einen richtig schönen langen, Teil.
Und nicht wie wir das bei anderen Stages haben, wo du nur vorne die ganze Party hast und da versuchst mit 1000 Lichtern das hinzubekommen. Okay, you got it coming up. Boah, cool. Mir fällt jetzt erst auf, das, was ich hier so geil fand, dass das oben auch angezeigt wird. Ja, voll geil, Mann. Boah, das ist das Schlimme, ne? Wenn du so in diesem Takt bist von den Kicks und dann irgendwie was siehst, was nicht im Takt ist, boah. Obwohl die ja eigentlich die ganze Zeit im Takt sind. Das ist auch so geil. Mann, ey, das ist immer so geiler Shit, ne? Ich sag ganz ehrlich, ich wäre liebend gern 10 Jahre früher mit dem ganzen Shit hier angefangen, ne? Einfach alles mitgekriegt zu haben, so. Wahrscheinlich wäre ich jetzt dann auch in der härteren Szene noch mehr unterwegs, so. Aber diese Songs zu hören, wenn sie rauskommen und so, boah, Junge. Das war nochmal anderes Feeling, ey. Bin ich schon ein bisschen neidisch auf euch, ne? An die das schon, auch wenn es nur 5 Jahre sind, schon verfolgen. Ey. Oder sich verliebt haben in diese Musik. This is one of those songs that you gotta close your eyes for just a second. Feel this. I wonder, are there any other worlds where the spark of life and intelligence burns? Is it possible that, as you look up at the same stars on a warm summer evening or a snowy winter midnight, and wonder if Ist das geil. the universe, at that same instant, someone else on a distant world is looking up at the same sky and wondering the very same question? Das ist auch nochmal, ich finde, das hat auch nochmal so eine ganz andere deepen Shit in sich, ne? So diese Texte, die dann gesagt werden, wo du dir eigentlich dein ganzes Leben überdenkst, so, ne? Mega geil. Oh, das ist genau mein Shit, ey. Holy shit, Mann. So, die Laser. Also die Laser sehen verdammt schnell eingestellt aus. Hilfe!
Ich hoffe, man hat nicht zu viel gehört. Sorry, wenn es auch so ist. Ich sag ja, das ist so eine andere Welt dann, ne? Wenn du so eine geile Stage dann auch, also Reverse hat bis jetzt ja jedes Mal, wenn ich irgendwas davon gesehen habe, es sieht einfach so unfassbar schön aus einfach. Ich finde es auch geil so zu sehen, wie, wenn du da in die Crowd guckst, du hast da so viele, die einfach so miteinander quatschen oder so ein bisschen tanzen, so chillig. Und dann gibt es immer so ein paar Gruppen, die da so richtig durchdrehen, so richtig sich freuen, da zu sein oder so richtig gerade abgehen und so. Used to hear the rock word. Well, I like to use it now too. But when I say rock, I mean Junge. Manche Kicks sind aber auch so verankert in der Hardstyle-Welt, das ist so Wahnsinn. Und in der Hardstyle-Geschichte. Ja, aber ich muss ehrlich sagen, so eine Leute werden mich auch immer mitreißen, ne? Die halt so richtig mitgehen. Aber da freue ich mich auch schon auf die ganzen Festivals und so. Wenn da Leute dann sind, die dann so andere Menschen einfach so mitreißen können. Einfach dadurch, dass sie so viel Spaß haben und so. Aber Bro, was geht hier ab? what is up now, boys? Hey, I heard you were a wild one. You. If I took you home and be your home, Now show me, ladies. show me how you
Hey, I heard you are a wild one. Ooh. Now show me. Das ist das erste Mal, dass ich den Song höre, ey. Show me how Oder? you do. Kann wohl. Kann aber auch sein, dass ich den schon ein paar Mal gehört habe. Aber es ist eine schöne Version, finde ich. Boah. Ready. Das sieht so geil aus. Yeah, you know, we gotta remember why we fell in love with house music. We gotta get back to the basics. Das ist geil, ey. Back to the basics. Aber gibt's eigentlich auch so ein Behind the Reverse so? Also ist das nur der? Was war denn das jetzt? Ist das nur die Halle? Oder ist das irgendwie auch noch aufgesplittet oder so? We gotta do this. Ich würde mich halt mal gerne, das interessiert mich so ein bisschen. Jetzt gerade irgendwie kam mir das in den Kopf. Stressing out and spazzing out all the time, talking about what kind of style they like. They like it hard, they like it minimal, they like it techie, they like it tracky. And the funny thing is, what everybody forgets when they're going on about what kind of music they like and what kind of style they like in this day and age, the digital age, the computer age, is at the end of the day, It's all hard style. it's all house music that we live for. So ist es. Das müssen viele Menschen mal wieder in ihren Kopf reinkriegen. Ob das jetzt Hardstyle ist oder Musik ist. Oder EDM oder Techno oder was auch immer. Es ist alles Musik und jeder soll sein Shit lieben. Und dieses scheiß Rumgelaber von wegen, ey, du darfst das nicht hören, weil ich finde das scheiße. Bruder, ja, dann findest du das scheiße. Gut, ich feiere es, fertig. Ich sag dir doch auch nicht, was du hören sollst und was nicht. Geil. Also wenn wir das irgendwann hinkriegen, das wäre halt mega. Einfach wieder eine Zeit, wo... Oder einfach auch eine Community wäre halt so geil, ne? Wo jeder seinen Shit hören kann und liebt. So wie es sein sollte. Aber ich finde, das wirst du im Hardstyle halt so fast gar nicht wie in anderen Richtungen. Weil wenn du Hardstyle hörst, egal in welche Richtung, jeder ist fein damit. Ob du das schnell jetzt hören willst, ob du jetzt das langsame Hard hören willst, mit krassen Keks, mit weicheren Keks. Es wirkt alles irgendwie nicht gefühlt. Das finde ich halt so das Geile an dieser ganzen Community von Hardstyle. Wow. Holy shit, Mann. Ey. Da kommen immer wieder Dinge, wo ich sag, wow. Die übertreffen sich halt doch noch, ne? With the finest raw stars, yours controllers. Come on.
Einfach nur geil. Can I see your hands up? Hands up. Aber. Wow. Wow. Hammer. Allein, dass Villain auch ein T-Shirt hat mit der Bass muss ficken, ne, ist halt wirklich Villain halt. Ach, Bro hat eine Jacke hier unten an. Auch cool irgendwie. Ich glaube, das würde ich auch so richtig feiern, ne? Wenn so mehr Leute so irgendwie Fächer mit Lichtern, so Jacken oder sowas anhaben. Weil, wo, wenn nicht da? Damn, I love this so much. Give me some more old school too. Doing now, we can't get enough of this, right? Not tonight. Wall stars. Noise. Controllers. Ah, genau, was ich vorhin fragen wollte oder sagen wollte, vielleicht könnt ihr mir das erklären. Was hat es denn jetzt auf sich mit diesem Versus und so? Weil man hätte jetzt ja auch einfach schreiben können, Noise Controllers and Wild Styles. Oder ist das halt so eine kleine DJ-Battle unter den beiden, obwohl die beiden sich absprechen und sowas? Das checke ich noch nicht so ganz. Ich sage immer noch, ne, diese Aufklebedinger ist das Geilste oder mit das Geilste, was so dieses Festival-Make-up rausgebracht hat. Guckt euch das an, das sieht so schön aus, ne? Holy shit! U
gaat nu luisteren naar Noise Controllers. Ach so. Can we do this? Let's take you higher right now. Ich habe mich eigentlich so an diese blaue Farbe schon gewöhnt, dass diese rote Farbe nochmal so viel mehr oder so viel cooler jetzt rüberkommt irgendwie. Let's take you higher. Let's take you higher. Der Song ist auch so geil. Hey, das ist Wahnsinn, ne? Wenn man diese Tracks hört und manche davon sind ja für mich Neuland. Einfach hammermäßig. Ich sag ganz ehrlich, ne, es sieht so passend einfach aus. Guckt euch das an. Es ist so passend zu dieser Musik, einfach dieser Funkenregen, sag ich mal. Oder diese fliegenden Glühwürmchen. Oder wie man es auch nennen will. Ey. You know where the real shit is coming from. But with 25 years, baby. 25 Jahre, okay. Die Musik bringt mich einfach so zum Lächeln, ne, sag ich ganz ehrlich. Die macht einfach so Spaß zu hören. Weil einfach diese Melodien auch so grandios einfach sind. Loud and clear.
Khan. It was at this moment that he knew. He fucked up. What the fuck geht jetzt ab? Holy shit, Mann, wo kommt der Track her auf einmal? Die ganze Zeit hast du so einen geilen, dancing Vibe und zum Ende hin knallst du nochmal richtig? Oh, Junge. Boah, guck dir das an, ey. In a unified field of vibrations. A journey into sound. Resonate on the deepest level. Beyond the shadows of imagination. Climax. Ja, ist so verrückt. Climax. Ist aber auch schon wild, wenn man manche Dinger dazwischen hört, wo man sich denkt, Bro, wie kommt ihr da drauf, die Dinger da einzufügen? Weil ich finde, bei Euphoric ist immer alles so geil, hat eigentlich alles so eine geile Linie, was alles so geil zusammenpasst. Wo du einfach nicht so eine Überraschung drin hast. Oder so eine krasse Überraschung. Climax. Ist auch immer geil, Willen, der trinkt gefühlt immer für alle durch, ne? Primal force rushes through our veins, feeds our souls, fuels our brains. Ist aber auch krass zu sehen, ne? Wie unterschiedlich die DJs auch abgehen. Ob das jetzt die ältere Ära ist oder die neue Ära. Aber natürlich muss natürlich sagen, die ältere Ära ist halt älter. Aber ich finde auch, du merkst, dass viele der neuen DJs einfach mit diesen Songs auch aufgewachsen sind und dieses Tanzen halt viel mehr reinbringen, weil die halt gefühlt immer noch diese Fans sind. DEFCON 1.
skies. Das sieht alles so schön aus, ne? Ey, komm, also... And rise. Ab und zu denke ich mir so, warum muss die Kamera switchen? Das sieht gerade alles so schön aus. Und eigentlich bin ich ja immer der Typ, ey, zeig mir die Crowd, zeig mir die DJs. Dragonborn. Aber was will denn so ruhig ist, wundert mich. Eigentlich, was will denn der Mann, der gefühlt die ganze Zeit am Reden ist? Thick, white beam of light smashes a disco ball into 1,000 pretty pieces. Wow, ey. Wowie! Tonight, sweat. Oh, shit, ey. Wow. 1,000 bouncing souls packed into the moment. The heavy sky splits open. Time floats frozen. Tonight, the Oh, stars damit hätte ich gar nicht ignite gerechnet, like dass die da oben fireflies. entstehen. Tonight, Hat auch erstmal is gedauert, bis sie burning das a hole realisiert in haben. the sky. Tonight is beaming. Put those hands together. Put them together. Tonight, Holy shit, ey. One more salute, one more noise for the champions right here. Noise controllers. tonight is burning a hole in the sky. Das ist halt so krass, ne? Die gehen mit so einem krassen Track rein und gehen einfach mit genau so einem krassen Track wieder raus. Und dazwischen auch nur Banger. Das ist so verrückt. Aber gut, ne, die dann machen das ja auch ein paar Jährchen, aber trotzdem, ey. Wow. Sweat. Nothing can ever beat that true old school sound, right? All brought to you by the finest Ich sag ja. tonight. Reverse, give it up for Noise Controllers and DJ Wallstars. Ich sag ja, Oldschool wird halt bei mir auf jeden Fall immer einen riesen Fleck im Herzen haben.
Boss Events. Hey, mega geil. Muss ich ehrlich sagen, hat mir sehr gut gefallen. Aber war ja auch von vornherein klar, ne? Du liest Noise Controllers versus White Styles und denkst dir nur noch so, holy shit, Mann. Und genau, gefühlt ist es noch geiler geworden, halt, weil du auf einmal so eine Bilder dann siehst. Das ist Wahnsinn. Tracks unfassbar geil. Natürlich auch einfach, weil du 2 Legenden da stehen hast, die das Jahre, Jahrzehnte machen und eigentlich nur geile Tracks oder, ne, die saugroße Hits, viele große Hits rausgeballert haben, so. Deswegen mega geil. Reverse, mega geil. Aber auch das Video geschnitten und alles. Deswegen, es war einfach ein Fest. Also es war einfach ein Fest, hat mega Spaß gemacht. Hoffe, ihr hattet auch so viel Spaß. Sollte ich zu viel geredet haben, dann tut's mir leid. Sollte ich zu wenig geredet haben, tut's mir nicht so leid, ich bin krank. Ja, und dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns bei der nächsten Reaction wieder. Bis dahin wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Verliert euer Lächeln nicht und dann vielleicht bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.